Hallo und herzlich willkommen bei Pasquali Talks. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali. In unseren Videos dreht sich alles um unsere Garne, Designs und die Geschichte dahinter. Dann legen wir los. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Nochmal mit Alex Oppel alias Finchens. Genau. Hallo Alex. Hi Paul. Das ist das zweite Teil unserer Video. Vor 2 Wochen erschien schon das erste Teil. Dann ging es um, wer ist überhaupt diese hübsche Dame neben mir? Danke. Und ja, was für Designs sie so gemacht hat. Genau. Sie hat auch schon was gezeigt. Ja. Sie hat diese Schal vorgestellt, die ich schon den Namen vergessen habe. Ja, super, Paul. Der Daily Shawl in der geraden Version aus Kashmir Karis, Dann war diese Manada-Sweater. den ich anhabe. Manada-Sweater aus Manada, zweifädig. Genau. Das ist auch der Daily Shawl. Diese Dreiecktuch, ne? Genau, aus der Kashmir Delizia. 4 Knäuel haben wir da verstrickt. Genau so. Und was den besonders macht im Vergleich zu dem, den du trägst, der ist ganz gerade, ganz klassisch Ja. für Männer. Und diesen hier habe ich designt. Das ist kein klassisches Dreieckstuch, sondern eher so ein, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, naja, also es ist eine andere Form, weil hier wird er zugenommen und dann wird er aber hier wieder abgenommen und das macht diese besondere Form. Sag mal, Und ein Trapez? ja, Trapez? Ist ein Trapez? ich habe keine Ahnung. Parallelogramm. Oder Ja, irgendwie. ja, genau so. So? Ja, ich würde sagen Parallelogramm. Das Ja, lassen wir genau. jetzt gelten und den kann man eben ganz besonders tragen. Dann hast du auch, wir haben auch das gezeigt, aus einem Knäuel Kaschmir 628. Genau, der Daily Ja, Scarf. aus den super schöne, flauschige. So eine Dreierfamilie. Ja. Aktuell. Vielleicht kommt noch was anderes dazu. So, aber wir haben eine Menge Modelle noch zu zeigen. Genau, deswegen. Deswegen haben wir gesagt, machen wir ein zweites Teil. Ja. Und wir waren bei Manada, dann lass uns bei Manada bleiben. Ja. Wir hatten aber auch vorbereitet hier mal die Genau. ganze Farben. Weil Manada hat 31 Farben. Super schöne Farben. Eine schöner als die andere. Ja. Und wirklich für jeden was dabei. Also wirklich so eine wunderschöne Blau-Range. Es gibt ja ganz viele Damen und auch Herren natürlich, aber Damen, die sind so Blaumäuse. Ne? Und da ist für jeden ein Blau dabei. Ja, es für gibt doch jeden. von alle was. Ne? Von Also allem hier was, gibt ja. es genau auch Klassische, ja, die rot. ganze klassische hier grau, beige, weiß, Ja. gelb, manchmal Feldgelb in viele Farbpaletten. Wir haben hier einen sehr schönen 3 Gelbtöne. Mit Grünstich. Ja, Ja. super schön. Ja. Und klar, es gibt auch unsere passende Merino Baby, auch in 31 Farben. Und die Farben passen quasi Matchen. 1:1. Also jetzt nicht unbedingt 1:1, aber zusammengestrickt ist 1. Ergeben sie eine wunderschöne Einheit. Genau. Die Merino Baby ist ein Garn aus 100% GOTS-zertifizierte Merino-Wolle aus Patagonien. Und hat 220 Meter auf 50 Gramm und die Manada hat 200 Meter, das ist ein Mohair-Garn mit Jack, Merino und Seide. Maulbeerseide, genau. So, und wir fangen so an, weil wir auch ein Modell zeigen möchten, wie Genau, genau so. aus dieser Kombination entstanden ist. Genau. Das ist die Also, Hortensienblau, das ist- wenn ich mich Genau, nicht es irre. ist tatsächlich kein Design von mir, aber das macht Ja. gar nichts, sondern von einer der bekanntesten Kolleginnen, ne? Jeder kennt sie, Petit Knit, das ist der Oslo-Sweater. Ich habe ihn Ah, etwas- das ist die Oslo-Sweater, Genau, okay. ich habe ihn nur ein bisschen abgeändert, weil mir hat dieses zwei Bündchenmuster besser gefallen. Und ich habe nach den Achseln hier keine Abnahmen mehr reingemacht, weil ich mag diesen Genau. ganz geraden, klassischen Das ist Schnitt. so. Aber ich fand die Farbe sensationell. Ja. Strickfreude 1000 von 100. Also das war Butter. Es ist geschmolzen zwischen den Fingern. Es war wirklich wunderschön. Ja, das fühlt sich auch super schön an. Ich erinnere mich noch genau an diese Stricktage, wo ich daran gearbeitet habe. Das war wirklich total toll. Die Frage kommt, das ist die Farbe 216 von Manada und die 316 von Merino Baby. Wie ihr merkt, die Farbe könnt ihr so merken. Die letzten 2 Ziffern matchen zusammen in Manada und Merino Baby. Also einer ist mit 200 und der andere mit 300. Also
dann könnt ihr auch so orientieren, weil manchmal die Farbnamen sind anders bei Genau. verschiedenen Qualitäten, aber mit der Farbnummer passt ganz gut. Genau. Wir können ja auch die Garnmengen dann nochmal unten in Genau. die Caption schreiben. Dann wisst ihr, was ihr bestellen Genau, also die dürft. Anleitung findet ihr auf der Genau. Webseite von Petinit. Genau. Die Garne bei Oder bei Pasquali. Sinchen.com sind auf jeden Fall zu finden. Auch bei uns bei pasquali.de, aber auch bei sehr vielen Pasquali-Händler. Kolleginnen, Genau. Die Bei sind vielen sehr, tollen sehr schöne Kolleginnen Farben. ist es im Sortiment. Und vielleicht auch vor Ort dann in eurem Lieblingswollgeschäft, weil das ist immer Nur hier wichtig. eine Kamera so zeigen. Ne? Das Ja. ist, du machst viele Modelle, das ist nicht dein Design, aber ich merke, etwas kürzer. Machst du gerne, ja? Ja, ich habe auch jetzt heute eine hohe Hose an. Ich mag, also mir gefällt das so auch an mir. Ja, ne? Wenn das ein bisschen cropped ist, das schaut dann immer ein bisschen keck aus, aber man kann es natürlich verlängern. Wie groß bist du? 1,76. Okay, ja, und dann. Vielleicht bin ich auch schon geschrumpft. Aber groß und man kann aber die Länge ja von Top-Down-Modellen jederzeit anpassen. Ist das hier auch mal, ne? Da ist auch mal da Ja. drin, das Beige, das Creme, ja. Genau. Und Alpaca Fino. Ah, Alpaca Fino hast Ja, du jetzt. ja, Okay. ja. Wir haben keinen Strang? Doch. Haben wir- Doch, Alpaca Fino hier und Manada. Ja. Welches Und Design ist das? Das ist andersrum erstmal zum Halten. Genau. Das ist auch Entschuldigung. nicht von mir, aber ich habe es gestrickt und ich habe es auch geliebt. Also ich habe es sensationell empfunden. Das war my favorite things knit to wear. Kennt auch jeder, ne? Die Dänen, die haben es Die drauf. Luise. Die haben es drauf, ja. Also total schön. Habe ich was Die Struktur ist abgeändert. anders, ne? Die Struktur, durch Manada ändert sich die Alpaca macht- Fino total. Es macht es halt einfach auch dicht im Maschenbild, Ja. ne? Und strukturierter, also irgendwie noch Ja. geradliniger. Ne? Ich habe den Rolli ein bisschen gekürzt. Ich glaube, ich war zu faul mit verschränkten Maschen zu stricken. Dann habe ich etwas gekürzt. Aber ein schönes Design habe ich 1:1 nach der Anleitung umsetzen können und die Wolle war ein Traum zum Stricken. Ich habe ihn mitgebracht, weil ist so beliebt und ich wollte ihn euch nicht vorbehalten, weil diese Garnkombination ein Traum ist. Bei Alpaca Fino sind auch sehr viele Farben da, eine neue Farbpalette seit letztes Jahr. Wir haben leider diese Farben nicht mitgenommen, aber auf der Webseite findet Auf ihr der auch alle. Webseite, ja, Da sind super genau. viele schöne Farben. Wunderschöne Farben Ja. bekommen, ja. So, jetzt kannst du aussuchen, welche andere Garn, also welcher ist dein Lieblingsgarn? Dann können wir damit Oh, anfangen. das ist jetzt ganz gemein, Paul. Warum? Weil ich habe nicht nur einen Liebling. Also, Aber ich glaube, ich weiß schon, also zack. ja, das ist so oft mit Pinter auch gestrickt und entworfen. Pinter Und Mohair ist Blies. toll, ja. Mohair- Oder? Ja, alle. Also ich kann nicht sagen. Ja. Also schau mal, Pinter und Cumbria habe ich einmal kombiniert für den Lemon Sweater. Da, Okay, dann fangen wir damit an. Da Ja. hat mir die Farbe, die hat einfach geknallt und ich habe gesagt, irgendwie Die Fühl ich's muss grad. was werden, ne? ich fühle es gerade. Dann habe ich den Lemon Sweater gemacht, der ist einfach kombiniert. Der Wunsch ist ja ganz oft auch bei den Strickerinnen da draußen, dass man keinen Flausch macht. Ne? Ja, ja. Für Leute, die es einfach gar nicht vertragen. Aber warum hast du die kombiniert? Weil ich finde, Cumbria ist so weich, Ja. es ist so schön und er ist halt einfach nicht so wärmend dann. Ne? Er ist irgendwie voluminös und dick, aber für Leute, die einfach relativ schnell schwitzen oder denen schnell warm ist, ist das dann einfach eine super Garnkombination, damit es nicht so warm ist für euch. Ja. Also, Als ich das super gesehen hatte, dachte ich, weich. okay, da war die Alex mal ein bisschen mütig Mit der Farbe. mit der Farbe. Ja. Und Dreh ich den weiß mal auch noch, noch mal um. noch in der Zeit, der Rücken wir nach waren vorne? auch auf einer Messe in Farnö in Dänemark und da kamen Leute vorbei und die wollten diese Gelbfarben Ja? haben und das war wegen deinem Design. Ach, das ist ja schön, das Ja. freut mich. Ja, das das freut war mich echt. wirklich. Und das ist nicht eine Farbe, die automatisch verkauft wird. Weil Die ist viele mutig. trauen sich nicht. Ja, und da will ich Mut machen. Ne? Ja. Ich mache euch Mut. Probiert's aus. Nee, Ja. am Ende ist es so cool. Es ist so cool, so eine fetzige Farbe im Schrank zu haben. Ist nicht für jeden Tag, aber hey, Ja. manchmal, jetzt wenn Sehr, die Sonne sehr schön. rauskommt, der Frühling kommt, ist So, das toll. die Farbnummer. Pinter. Ja, genau, Pinter. Pinter ist ein Garn aus RWS, also Bio, nicht Bio, man darf es nicht Bio nennen, RWS zertifiziert, also nachhaltige Merino-Wolle, auch aus Patagonien, mit der Maulbeerseide und Rami. Rami ist eine Pflanze, ähnlich wie Brennnessel. Das gibt das Garn ein bisschen Stabilität. Ja. Der Glanz kommt durch die Seide und ja, die Merino macht das auch etwas wolliger. Das ist hier die Farbe 116, ich glaube Zitrone. Bei Cumbria ist sie 302, glaube ich, 311 oder schon? 1. 300. Nee, das ist falsche Etikett, deswegen. Ich glaube, das ist 301, muss man checken. Wir schreiben unten in der Checken Beschreibung. wir noch mal. Genau. Ich habe es auch Ähm, nicht im Kopf. Und Pinter, Paul,
habe ich auch immer empfohlen für Leute, die Socken stricken möchten. Ja, ursprünglich aber war das für Socken, aber es kein ist, Plastik drin haben wollen, kein Polyamidanteil. es ist aber nicht so strapazierfähig wie eine Sockengarn wie Polyester, sage ich immer. Aber im Naturbereich gibt es nicht Besseres als das, Als das würde ich mit dem sagen. Ne? Rami-Anteil. Obwohl klar, durch große Belastung, dann geht es schneller kaputt als etwas mit Polyester. Ja. Trotzdem, die meisten stricken keine Socken damit. Tücher, Pullover. Tücher, Pullis, ja. da kannst du alle stricken. Stolen, ja. Das ist, hat eine super Lauflänge von 212 Meter auf 50 Gramm. Stulpen, Alles. alles. Wir haben einen sehr schönen Rock entworfen Aber wer und das Socken hält eben, auch schön. also ich finde es immer ganz toll zu sagen, oder habe ich auch immer jedem Kunden gesagt, der dann gesagt hat, Socken, wenn man am Sofa sitzt und so entspannt und sich einen guten Tee hinstellt und dann zieht man seine Sofasöckchen an, da kann man schon mal Pinter stricken. Ja. Aber wer natürlich damit wandern geht und sie durchnudelt, dann ist nichts. Hast du den Namen gesagt von dem Design? Lemon Sweater. Lemon Sweater. Genau, Ja. zurück damit. Genau. Also das ist Pinter jetzt hier. liebe ich. Du kannst noch mal den lilanen zeigen. Das ist Genau. auch kein Design. Jetzt machen wir mal alles, was nicht von mir ist, aber ich habe es trotzdem gestrickt, weil ich es cool fand. Das ist auch my favorite things, Knitwear, auch Pinter. Das war von der alten Farbkollektion. Genau, die Farbe gibt es nicht mehr. Genau, das ganz kräftige Lila. Fand ich cool, habe ich einfach doppelt verstrickt. Ja. Wir haben noch ein paar Farben da. Kannst du vielleicht Alex mir das geben? Genau, warte. Das ist da die vom Pinter, kann man zeigen, was für Farben wir haben. Auch handgefärbt haben wir. Aber das ist hier die Solidfärbungen. Und gut, Coole Farben. die gibt es nicht, aber es gibt eine Menge andere Farben. Ja, aber man sieht halt einfach auch mal, man sieht halt einfach auch mal Pinter einfach doppelt nehmen. Schau Ne? mal. Why not? Ja. Es ist jetzt kein 70-Euro-Projekt, aber also ich habe den auch schon ewig und ich trage den rauf und runter Ja. und er ist super, super. Aber das ist hier mit ein bisschen Mohair. ist Mohair drin. dabei. Ja, da war ne? damals ein passendes Mohair, was diese Wir haben Farbton zu hatte. Pinter sehr viele Farben von Mohair Bliss. Genau. Das ist hier die Super Kid Mohair und Maulbeerseide, Genau. die auch super zusammenpassen. Ja. Hier zum Beispiel ein Beispiel. Ne? Das sind richtig schöne Farben. Wir haben aber auch diese Handfärbungen, kannst du auch von dort nehmen, Ja. vom Tisch. So. Wir haben auch hier ein paar so, Die sind auch das sind so Semi-Solid-Färbungen, also das ist nicht so Leicht. wild. Das heißt, man weiß schon, was rauskommt. Ja. Weil bei Handfärbungen manchmal denke ich, oh, was kommt Man da hat raus? so leichte Spreckles drin, ne? So leichte, Ja. hellere Nuancen. Genau, mit hier drin, ja. per Hand in Deutschland gefärbt. Und Pinter ist Toll. unsere Bestseller vielleicht, weiß nicht ganz genau, aber das gehört zu den Bestseller, war jahrelang unsere Bestseller, weil für alles benutzen kann. Ja. Schau, jetzt zurück zu Ja, genau, zu also dem doppelt Pulli. auch da mal mutig sein. Ich finde es Ja. richtig cool, auch farbtechnisch fand ich es toll. Das heißt Bisschen doppelfädig Mohair, Doppelpinter und ein Mohair. und ein rein. Mohair. Das hat damals gematcht. Ich wollte ihn einfach zeigen, weil doppelt und ich habe den so lange, ich trage den echt oft und der Ja, ist so sieht wie neu langlebig. aus, ne? Also mit Ja. Mohair Bliss wird halt, ich weiß, dass manche das nicht vertragen, aber wenn man das mit reinmacht, auch bei der Alpaca Fino, Ja. dieses Mohair schützt dann einfach so ein bisschen das Garn Genau, sag und immer. dadurch wird es langlebiger. Bei den Und- Merino-Garne, wo viele sagen, ich mag nicht, wenn es pielt, aber so ein Merino-Garn, Naturgarne, die alle neigen zum Pielen ein bisschen. Ja? Bisschen, ja. Es ist nur die Frage, es pielt extrem oder pielt wenig, aber jede Naturgarn, die jetzt nicht irgendwie chemikalisch behandelt ist, neigt zum Pielen. Und mit einem Mohairgarn, dann schützt du das Garn. Dann bei Balayage zum Beispiel, bei aufhemmen. Balayage könnte ein bisschen pielen, es ist nicht extrem, ja, es ist normal, man muss, Naturgarne brauchen eine besondere Pflege. Ja. Es, Ja. Es ist so. Wenn du Du hast jetzt, ja auch ein Waschmittel, wenn gell, du eine Paul? 400 oder 500 Euro Pulli kauft, Ja. aus, weiß ich nicht, Merino Kaschmir, egal wie teuer es ist, dann wird man merken, irgendwann pielt ein bisschen. Und da Ja, brauchst du eine hier, andere ne? Pflege. Ja, Da ja, musst genau. du diese Lanolin zurückgeben. Was das Genau, Wasser wir haben braucht. unsere schöne Waschmittel, Ulan Kaschmir, und du benutzt die auch, ne? Ja, es ist ganz neutral, kein Geruch, ne? Für alle, die sagen, ich will nicht so duftend. Und es ist halt die optimale Pflege dann Ja. für genau diese Garne. Und ich muss auch sagen, also So wer probieren, sich schon mal einen günstigen Pulli oder Jacke mit ganz viel so synthetischen Anteilen gekauft hat, das pillt ja richtig. Ne? Also das ist nach zweimal Tragen wirklich für den Müll. Ne? Ja. Und ein Pulli, der das Pillen anfängt, ist so das erste Zeichen für, bitte pflegt mich. Also wenn es Pilling anfängt, nehmt das Waschmittel, nehmt ein gutes Waschmittel, ne? Entweder deins oder von einem anderen. Ich glaube, manche nehmen auch wirklich eins vom DM oder so. Ne? Aber ein gutes Waschmittel, das dieses Lanolin zurückgibt, dann sind die, dann mache ich manchmal so
Genau. Mohair Ein kämme bisschen ich mit so einer wegrasieren Bürste. oder so. Ne, rasieren Nein, wir jetzt. bei Mohair nicht, aber bei Merino schon. Ne? Bei Mohair nie rasieren, weil dann seid ihr ab kahl rasiert. Ne? Aber bei Mohair nehme ich immer so eine Bürste und kämme das auf. Und bei glatten Garnen auch mal wirklich das Pilling wegrasieren und dann einfach gut pflegen. Ja. Also die Mühe lohnt sich, weil man hat die Teile wirklich lang. Ja, genau. Wo machen wir weiter, Paul? Machen wir... Nee, jetzt wähle ich. Okay. Ich wähle was Ja, aus. okay. Lass uns mal hier über die Alpaca Lace sprechen. Die Alpaca Lace. Alpaca Ja, Lace, die Alpaca. genau. Also, Die du einfach gesagt hast, okay, weil Alpaca Fino die schöne Farbe nicht hat, Nur dann nehme ich ähnlich, einfach vierfädig. Mich hat die total umgehauen, diese Farbe. Mohnrot meine ich, ne? Mondrot, ja, die Mohnrot. 26. Ja. Ja. Die 41. 41 Mohnrot. Ich habe sie vierfädig verstrickt mit 6er Nadel. Für die Bündchen habe ich dann die 4 genommen. Ich gehe immer 2 Nadelstärken runter, damit das Bündchen ein bisschen stabiler wird. Sonst schmiert es sehr schnell, also schmiert ab. Es rutscht sehr schnell dann von den Schultern. Und deswegen 2 Stärken runter. Klassischer Raglan. Magazin. Also die Anleitung ist keine Einzelanleitung, sondern die findet man in meinem neuen Magazin. Ja, erzähl mal ein bisschen über dein Magazin. Ja, ganz toll. Ich freue mich so. Die Leute feiern es total. Ich bin ganz begeistert. Ich habe ein Magazin erstellen dürfen. Ein Jahr lang habe ich daran gearbeitet. Es war Höhen und Tiefen. Ich habe alles miterlebt. Und jetzt ist es auf dem Handel. Wir sind auch schon wieder fast ausverkauft. Also wahrscheinlich, wenn das Video kommt, sind wir wirklich wieder. Aber wir drucken schon wieder nach. Wir lassen nachdrucken. Und da findet man 2 Modelle. Einmal so einen klassischen Raglan-Pullover und einmal eine klassische Raglan-Jacke. Und es ist so konzipiert, dass ihr in dem Heft quasi alle Garne stricken könnt. Entweder habt ihr noch was daheim oder ihr kauft was. Wir haben sehr viel Lana Grossa Garne empfohlen, weil wir mit Lana Grossa zusammen dieses Heft erstellt haben. Aber wie gesagt, ich habe das so konzipiert, dass man eigentlich nur nach der Maschenprobe geht. Das heißt, ihr seht die und seid auch verliebt, so wie ich, und sagt, ich will sie zweifädig stricken, weil mir ist das zu dick. Dann dürft ihr das auch, dann strickt ihr zweifädig, macht eure Maschenprobe, zählt sie aus und steigt dann in die richtige Strickanleitung ein und könnt den Pullover fertigstellen. Mit Tipps und Tricks und so weiter. Und Alpaca Lace, vierfädig, ist ein Traum. Eine Kundin hat auch diesen großen Sophie Shawl, glaube ich, von Petit Knit. Ja, genau. Auch in dieser Farbe vierfädig gestrickt. Jetzt ist was runter. Achso, lass ihn liegen. Nein, liegen. okay. Der rutscht so runter. Du kannst weiterreden, ich räume auf. Genau, also auch vierfädig diesen Sophie Shawl gestrickt und der war auch wunderschön. Auch eben in genau dieser Farbe, die war auch so gecatcht wie ich. Genau, das ist hier ein Lace Garn, Alpaca Lace heißt das deswegen, 100% Baby Alpaca mit 400 Meter auf 50 Gramm. Die Alpaca Fino hat 200 Meter auf 100, also 100 Meter. Das heißt, man braucht, wenn du jetzt auf der Lauflänge von Alpaca Fino kommen möchtest, dann brauchst du 4 Stränge von Alpaca Lace. 2. Nein, 4. Das sind 100 Meter auf 50 Gramm und hier sind 400 Meter auf 50 Gramm. Ja, der Paul hat recht. Zur Not. Ich weiß jetzt. Okay. Aber trotzdem hast du jetzt auf mit 6er Nadel gesagt? Ne? 5er? 6er. Mit 6er Nadel gestrickt und Alpaca Fino wird mit 4 gestrickt in der Regel. Und deswegen finde ich super. Also man kommt auf die gleiche Lauflänge, aber gleichzeitig ganz andere Maschenprobe. Ja, ich bin jetzt total raus und verwirrt. Nein, aber du hast recht. Ja, klar, 400 Meter, 100 Meter, 4 und 1. Ja, das ist, was der Paul sagt, ist im Notfall immer richtig. Ja. So, gebt nicht den immer, Männern recht, nicht dann immer, haben wir nicht unsere immer, Ruhe. aber ihr könnt das googeln. Also, ja, doch. Also auf jeden Fall geil. So, lassen wir es dabei. Ja. Es ist geil. Ja, das ist geil. Und So. es hat auch so tolle Farben und auch das sage ich aber auch manchmal, Paul. Jetzt haben wir die Farbe, das sind auch die Alpaca Lace Farben. Das haben wir auch direkt. Können wir nochmal zeigen, genau. Was ich hier auch manchmal empfehle und sage, ist, wer kein Mohair Bliss mag oder kein Manada mag, wegen Mohair-Anteil, könnte das als Beilaufgarn benutzen. Also das ist überhaupt kein Stress, das zu nehmen. Ja, da kommt man so auf die Maschenprobe, die auf der Design ist auch. Ne? Genau. Man kann damit kombinieren. Genau, wer halt ein Beilaufgarn noch sucht, aber eben keinen Flausch will, der darf da auf diese Alpaca Lace von dir zurückgreifen. Tolles Garn, liebe ich sehr. Und halt butterweich. Ja. Das, wenn man fühlt, dann ist man verliebt. Das ist meine Farbe, die mag ich gerne. Ja, das gibt es auch bei der Delizia, so eine wunderschöne. Haben wir da auch ja, mein Pulli ist in der Farbe, die gerade gestrickt wird. Wunderschön, ja. So. Gut. Dann, jetzt darfst du. Jetzt darf ich.
also wenn wir jetzt sommerlicher werden wollen, Ja, aber, oder? oder? Wollen wir noch ein bisschen Winter? Ja. Dann den Maximo, Den meinen, Maximo. meinen Quickie Sweater V-Neck, den habe ich schon rauf und runter getragen und der ist wirklich hardcore geliebt. Ja, einmal Maximo gestrickt. Wie viel hast du hier drin? Ist schon schwer. Ich glaube 9. 9? Ja, ist 9 schwer, ja. Knäuel. Ist schwer, aber man spürt es nicht, wenn man es trägt. Also das ist ganz oft auch eine Frage gewesen, boah, das ist doch ganz schön massiv. Aber Ja. es ist Größe M, es sind 9 Knäuel. Okay, hier Und muss er ja den noch ein hat man bisschen. an, der mummelt. Ja, er ist heiß geliebt, Paul. Ja, aber das das so. ist genau das. Ja, ich habe oft gesehen ne? auf Man muss Instagram, halt dass ein du das bisschen trägst. aber ich finde dafür, also da habe ich schon schlimmere Dinge gesehen. Man muss ihn pflegen ein bisschen. Ja, aber ja, ich ja. und der ist warm. Nein, ist auch okay. Und der Also, ist das, warm und der ist, genau, hat halt diesen tiefen Ausschnitt ja, V und liebe ich sehr. Quickie Sweater V-Neck. wie gesagt, ja. Genau. Schön. Und da haben wir genau die gleiche Farbe wie bei Merino Baby, 31 Farben. Das Garn hat ja 80 Meter auf 100 Gramm. Korrekto? Ja. Richtig. Farbe 405. Klar, am meisten verkaufte Farbe. Lieblingsfarbe, Ja. beige, ne? Ja. Ja. Zum Stricken lernen auch toll. Okay, das war auch eine Zusammenarbeit Genau. mit Alex für die Pasquali Collezioni. Die Anleitung findet ihr auch bei uns in dem Fall. Die Sisi Sweater Sisi Sweater. aus Kaschmir, Karis. Karis. Ja, Deswegen ein Sisi. super schöner Garn, also wie hier gerade mein Schal mit 70% ultrafeine Bio-Merino-Wolle und 30% nachhaltige Kaschmir. Die fühlt sich hier weicher an als jetzt hier durch das Muster. Ja, das Muster. Ja. Das Muster macht Ja. immer Stricksachen nicht ganz Genau, so. wenn es so glattrecht nicht ist, ganz dann so, ist genau. sehr, sehr Es ist schön viel weich. weicher, Und, ja. Genau. Und was halt bei dieser Konstruktion ganz spannend ist, also man fängt direkt oben an, glatt rechts Mhm. zu stricken und dann hat man hier so eine kleine Schulterpasse, so ganz klein Mhm. mit verkürzten Reihen. Die sieht man hier eigentlich auch ganz charmant, das finde ich ganz süß. Und dann geht es aber schon über in die Rundpasse. Und eine Kundin kam in den Laden und hat gesagt, ich will diesen Sisi-Sweater, den Sisi-Sweater. Und dann hat sie den so auf den Theresen gelegt und hat gesagt, wissen Sie, was ich an diesem Pullover so schön finde? Das sind wie so kleine Sterne, die diese Zunahmen ergeben. genau. Und sie war Also- das war so süß, wie sie das gesagt aber hat. auch sehr sauber. Ne? Also Ja, immer ja, sehr genau. Diese perfekt, ja. Mhm. Zunahme hat natürlich immer den gleichen Drill, immer die gleiche Neigung. Und dann hat sie gesagt, wie kleine Sterne am Himmel. Ja. Das fand ich total süß. Ja. Es gibt eine andere Kooperation, die wir auch gemacht haben, und zwar hier mit dem, wie ist das nochmal? Sayama. Der Pulli. Milano. Milano. Milano Milano Sweater aus dem Sayama. Das ist Baby, hier das ist Baby Lama und Highland Wool aus Bolivien. Ja, das Genau. ist ein bisschen griffiger. Also das Garn haben wir auch für Colorworks entwickelt eigentlich, die griffig ist, aber weich gleichzeitig, ne? Weil das ist weich. Ja. Ne? Das ist, und trotzdem etwas Und griffiger. robuster auch, ne? Wie war das Cappuccino. damit zu stricken? Wie das war? Ja, Ja, wir ich wissen- kann immer nur mich wiederholen, es tut mir leid, aber schön, total schön. Also ich habe es einfältig verstrickt, weil ich es einfach pur total, das hat so seinen Charakter, es ist weich. Es ist nicht, dass man sagt, es ist robust, denken viele dann, ah ja, so kratzig, aber nein, das ist ganz, ganz schön. Es war auch Butter, es ist geschmolzen. Den habe ich Milano Sweater genannt, weil da habe ich so einen kleinen Kurztrip mit meinem Mann gemacht nach Mailand und dann saß ich da mit meinem Mann beim Käffchen, habe den gestrickt und dann sage ich, ach, ich glaube Simon, ich sag zu dem Milano Sweater, weil das ist so meine Erinnerung an Und den hier kleinen. ist eine andere Farbkombi. Genau, also ja? einfach Andersrum. getauscht, genau. Andersrum, ja. Hier die Streifen und ja, sollen wir den mal vorne zeigen nochmal. Ja. Genau, also Das ist geh etwas mal größer, vor. das ist die große S, glaube ich, die haben wir hier in große L gestrickt. Ja, das sieht ein bisschen länger aus. Ja. Ja, oder ein bisschen verlängert. Das kann auch sein. Den hat mein Kerstin, glaube ich, für euch gestrickt. Ja. Ja, genau. Ja, so und wie gesagt, also das gibt einen ganz anderen Look, wenn einmal hell-dunkel oder dunkel-hell ist. Ja. Aber total. Und wisst ihr, was ich toll finde an dem? Das Maschenbild ist so 1A, ne? Also wenn man da mal ranzoomen mag, das Maschenbild ist göttlich. Das ist so Ja.
Perfekt. Das und es sind- liegt nicht daran, dass ich gut stricke. Das Garn macht einen Unterschied. Ja, und das ist auch eine Naturfarbe. Sie sind nicht gefärbt. Okay. Da hat man jetzt die leichte Melange, Ja, sieht man auch. ja, und aber schön. da macht er auch sehr schön Ganz, regelmäßig ganz toll. alles. Und dann ja. haben wir verschränkte Maschen bei den Bündchen gemacht. Also, und die Schulter ist besonders beim Milano Sweater. Also für alle, die Oh, ein ich nehme bisschen hier eine auch kleine die- Herausforderung suchen, der Milano Sweater hat hier diese Schulternaht. Und das, So, und er gibt auch eine Menge Farben. Ne? ja, Sogar, glaube ich, hier fehlen 2, 3, die neu gekommen sind. aber da macht Spaß, Aber, die Kombinationen ja, zu suchen. ja, ja. Da haben wir, also unsere Anja ist unsere Kreativmaus. Die hat den einmal in dunkelblau mit Curryfarben mit der Fino gestrickt, Alpaka Ja, Fino. die habe ich gesehen. Und dann einmal rot und weiß und dann haben wir uns einen Spaß gemacht, haben gesagt, einmal ist es Lufthansa, einmal ist es Air Swiss oder so, weil das war genauso wie eine Uniform durch diese Schulter, das war lustig. Also ganz, ganz süß. Ich komme wieder rum zu dir. Genau, und langsam neigt Okay, sich's das doch. hier ist eine passende Ein kleines Dreiecktuch Dreieckstüchlein. zu den CC-Sweater. Genau, dafür Ja. habe ich habe immer noch keine Anleitung, aber vielleicht ist jetzt dann der Druck im Hintern, dass ich eine schreibe dafür. Genau, und das ist eben diese Häkelborte, die wir gemacht haben für den CC-Sweater, hier an der geraden Seite nochmal übernommen und unten an den Spitzen ist es mit festen Maschen umhäkelt. In der Kontrastfarbe, weil ich mir gedacht habe, schade, wenn wir von dem teuren Garn dann noch So viel übrig bleibt, genau. für den CC. Da hast du und dann gesagt, du wolltest, haben wir gesagt, nee, verbrauchen wir noch Genau, mehr. schön. Könnte man natürlich auch andersrum stricken. Aus hier haben wir noch was Kleineres. Hier hast du ein kleines Tuch gemacht Ja. aus Balayage, wie ich so sehe. Gehäkelt, ja. Ja. Nur die Kordeln sind gestrickt mit I-Cord. Und ich habe das gemacht, weil meine Das Tochter, ist die schöne Balayage. ich liebe sie. Und die mit Mohair Bliss, dafür stirbt Ja, man. Das ja. ist so Aber auch mit toll. Manada, auch super. Ja, auch Ja. mit Manada. Also das Tüchlein, man kann das, ich will es jetzt wegen dem Mikro nicht so Ja. umhängen, als Tuch oder halt auch so über den Mantel oder so und dann hier eine kleine Oder? Schleife Als Kopftuch. binden. Oder als Kopftuch. Da kriege ich bei Instagram so viele Nachrichten, ihr glaubt sich so, okay, ja, das kann man machen. Muss man aber nicht. Nee, muss man nicht. Aber wisst ihr was? Es ist so schön, wenn es warm an den Ohren ist. Und ich sag euch ganz ehrlich, ist mir eigentlich auch egal, was andere dann denken über mich. So, wenn mir kalt ist, zieh ich es auf. Ja. Und was halt süß ist, bei Kindern ist es süß. Ne? Also Ja. Mädchen, die dann so ein Kopftüch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es gibt so eine Generation, die sagt, oh Gott, Kindheitserinnerung geht gar nicht. Aber Ja. ich finde es total herzig. Ein Knäuel, Das ist nur ein Knoll? ja. Ah, okay. Hätte gedacht mehr. Ja. Das ist die Balayage. Das sind 175 Meter auf 50 Gramm mit 80% Baby-Alpaka und 20% Bigo Merino. Ja, das ist ein sehr schön, das ist eine Naturfarbe. Ne? Das ist, genau, das ist grau, wir haben, lila. wir haben Baby-Alpaka in Grau genommen, in Weiß zusammengemischt, dazu mit dem Merino unregelmäßig. Deswegen auch die ganze Farbpalette. Ich habe das Balayage genannt, weil auch in dem Konzept von der Farbe ist auch so ein Balayage-Effekt nach unten. Man sieht diese leichte Melierung immer bei jeder Farbe. Je heller es ist, desto stärker sieht man auch die Melierung. Es wird genau auf diese Farbe gefärbt. Ganz wenige Farben werden auf weiß gefärbt, aber hier von denen gar nicht, nur die Handfärbungen. Die sind teilweise auf weiße Rohstoff. Wir haben da nicht. Ja. Aber toll. Das war eine Zusammenentwicklung mit Melanie Berg. Ja, Melanie sie hat auch Berg, sehr ja. viele Designs Ja, daraus die entworfen. Tücher. Ja. Ganz viele Tücher und auch Pullis und So, dann haben Genau, und wir also das war ein bisschen Glitzer. Das ist Granny nicht von uns. Scarf. Nein, und man kann den Glitzer auch weglassen, weil es gibt ganz viele, die sagen auf gar keinen Fall Glitzer. Ich glaube, das ist auch so ein Generationen-Trauma. Ich muss gleich mit dir ins Büro gehen. Ich habe etwas mit Glitzer, die gerade entwickelt wird. Kann ich mal sagen. Meine, ihr wisst schon, Pasquali ist ohne Kunststoff. Also wenn Glitzer, da muss was Natürliches sein. Mehr sage ich nicht. Okay, Ja, aber ich kann dir was zeigen. bin Ja. sehr gespannt. Also man kann das Glitzer weglassen. Wir hatten Nepal genommen und Mohair Bliss. Ja. Und das weiß ich noch, das hat so Spaß gemacht. Das habe ich letztens, als meine Mama erzählt hat, das war so schön. Das hat meine Kerstin gestrickt mit mir. Und hat für mich das gestrickt. Ich habe ehrlich gesagt auch nur gerechnet, sie hat gestrickt. Ich habe aber ein YouTube-Video dazu, zu diesem Muschel. Jetzt muss ich es ablegen. Ich habe nämlich an dieser Borte, also der wird von oben nach unten auch gestrickt, Summer Glitter Sweater heißt er, weil sommerlich. Ne? Das ist cool über schöne Sommerkleider werfen. Und es hat hier dieses Muschelmuster und
Das macht total Spaß, das zu stricken, auch wenn man jetzt nicht das Design kauft. Auf YouTube ist es, man kann es mal nachstricken und probieren. Das ist macht richtig Freude, dieses Muschelmuster zu stricken. Allerdings ist dieses ganze Teil hier separat gestrickt von dem Teil, weil hier mit den Reihen und glatt rechts hat es überhaupt nicht, das passt nicht. Also die Kerstin hat es probiert, hat es einmal gestrickt, das war dann so ein Lappen am Rand, der runterhing, weil es nicht sich ausgegangen ist. Und dann haben wir gesagt, das muss eingenäht werden, aber auch zum einen haben wir ein ganz langes YouTube-Video, habe ich für euch hochgeladen. Also keine Scheu vom Summer Glitter, auch cropped, richtig cool. Und wir haben den in ganz tollen Farbvarianten auch schon gesehen. Man merkt gar So nicht, dass Jenny Nepal drin in ist. Rot. Mein Nepal ist ein sehr schönes, weiches Leinen, Baumwollgarn, Ja, aber trotzdem, man spürt diese Leine, man Ja. spürt diese Grobe Naht. diese Trockenheit. Ne? Und hier ist das ganz anders. Ne? Mit dem Genau. Mohair fühlt dem sich Mohair. ganz anders. Genau. Welche hatte das so? No? Also ich bin mir ziemlich sicher auch die 6, aber vielleicht Okay. war es auch die 5,5. Schau mal. Tschüss. Mit 6, Schauen wir super. nochmal. Also Ja. Sommerglitter-Sweater ist wirklich so ein Überschmeißer für die Sommerabende. Ich finde es ganz schön. So langsam gehen wir in die Sommerrichtung. Ja, Hier haben wir das war das ist die von Pinda, der Clarissa. Clarissa hast du ja auch schon, habt ihr glaube ich Stellung. Ja. genau im Blog auch ein Interview geführt Ja, mit ja, Clarissa. ja, Genau, klar, kann ja. man glaube ich nachlesen, dann Ja. kann man ja verlinken in der Infobox. Und das ist die Lela Blaus von Clarissa Schellong. Genau. Und das hat diese Puffärmel hier oben. Das war auch Pinter und Okay, sehr genau, gut. aber auch eine Farbe, glaube ich, die ist so ganz... Nee, die Farbe Also das ist schon die Farbe ein bisschen gibt es nicht länger her. mehr, genau. Aber bei Pinta So findet diese ihr sowieso Ja, etwas. genau. Hier wäre auch in der Richtung, sag ich So mal, ungefähr. aber auch sehr, sehr schön. Ein tolles Design, habe ich nachgestrickt. Ja, wie ist das nochmal, das Design? Lela Blaus. Lila. Okay. Lela Blaus. Finde ich schön hier mit dem. Ganz mit dem süß, Teil. ne? Ja, und dann diese Abnahmen hier, die man sieht. Und schaut ganz herzig aus mit einer schönen weißen Hose kombiniert für den Frühling, für den Sommer. Also ein tolles Design. Und ja, So, dann wenn's geht weiterhin dann schon so jetzt kalt richtig Sommer. genau. Mit machen wir Solle. das. Wendinger Tee. Ja. Aus Solle. Wendinger- Aus Sohle. Genau. Genau, hier immer Sohle. Ist das richtige Richtung oder falsch rum? So. So ist vorne. So ist Genau. vorne, Wendinger Tee, also da habe ich auch einen Wendinger Sweater und ich habe da noch so ein paar Ideen im Kopf, die ich dann irgendwann auch nochmal in meinem Leben umsetzen will. Also Sohle liebe ich sehr, das ist 10% Kaschmir drin, ich will die jetzt nicht vornehmen, aber liebe ich sehr, weil die Baumwolle, also 90% sind, helf mir, Pima-Baumwolle. Pima-Baumwolle Ja. ist es, ne? Genau. Und durch diese 10% Kaschmir, durch die vielen Wäschen, die es einfach braucht bei einem T-Shirt, weil wer das nicht wäscht, Entschuldigung, das kann man nicht in den Ja. Schnee legen und sagt, da riecht es wieder gut. Man muss ein T-Shirt waschen. Ne? Das trägt man schwitzt im Sommer. Das lässt sich toll waschen und das ist mehrmals getragen, mehrmals Ja. gewaschen. Da Aber ist diese nichts. minimale Flausch von der Kaschmir sieht man auch, Ja. obwohl nur 10% ist. Aber es bleibt weich. Das ist ne? nicht nur Es ist Marketing, sondern es ist wirklich, Und es ist weicher. Und es bleibt weich. Ja. Es wird nicht, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn einfach eine Baumwolle nach 3, 4 Mal, 5 Mal waschen buckelhart Und wird. die gibt es auch in super viele Farben. sie Ne? nicht. Die wird- Und da ist auch ein paar, Entschuldigung, ja. kannst du bist näher dran. Ja, na klar. Einmal aufstehen. Ja, auch Richtig eine Menge. viele Welche Farben. Farbe ist das denn? Die 99. In 99. Rot. Genau. Ja, sind super viele Wunderschön. Farben. Ne? Das ist sehr, Auch diese, sehr also schön. was bei uns super beliebt war, waren diese Bärentöne. Habe ich ganz oft gesehen. Dann die blauen hier, unsere ne? Jeanette hat es in Creme gestrickt. So, glaube ich, habe ich es auch auf der Homepage. Warte mal. Das da. Mhm. Genau. Also ganz war super. Ist schon länger her, dass wir das Design rausgebracht haben. War super beliebt. Wir lassen es nochmal aufleben. Also kann man immer stricken. Und Wendinger deswegen, weil dieses gebrochene Rippenmuster, du könntest das auch auf links drehen und gedreht quasi anziehen. So, unglaublich, das ist unser letztes Design. Ja, das Neueste. Und genau, das ist Arctic Pearl. ein tolles Garn, auch ein Ja. tolles Design. Da Ja. ist aber, wo du mal das erste Video erzählt hast, wo so dich den Kopf zerbrochen hast. Wo ich mir den Kopf zerbrochen habe wegen den verkürzten Reihen, genau. Also ich kann ja noch mal vorgehen, dass man es Ja. noch mal ganz, weil das ist relativ lang auch. Schaut mal. Also, ich finde das so leicht. Es ist Du unglaublich. hast auch nicht lange ne? gebraucht, nicht so viel Knolle gebraucht. Ne? Nee, ich glaube 5 Knollen, oder? Ja, so 250 Also Gramm. lass mich jetzt noch mal sterben für diese Ja. Antwort, aber Aus ich der glaube, es super waren schöne Arctic Pearl aus Meeresalgen. 5, ja, 5M. Und was da besonders ist, ist, dass du hast da hier diese Biese vorne Mhm. und im Sommer, man will ja dann doch ein bisschen vielleicht braun werden, das ist etwas tiefer geschnitten. Also wenn man es anhat, der Grund, okay. es rutscht nicht über die Schultern, aber es ist schön, man kann schön seine Schlüsselbeine zeigen.
und ein bisschen Rücken und hat ganz kurze Ärmelchen. Man könnte unten auch die Bisse weglassen, wenn man es sich eher in die Hose stecken will, dass man hier nicht so eine Wulst hat, kann man weglassen. Von oben nach unten, ein Traum. Ja. Und da habe ich eben den Trip dann schon verwurstet, den ich dann ausgemodelt habe, dass ich gesagt habe, man braucht da oben noch die kleinen Nadeln und das ist so jetzt meine Technik. Wiederholst du den Namen nochmal? Neptune Tea haben wir es Neptune genannt, Tea. weil es gibt, glaube ich, bei der Arctic Pearl auch eine Farbe, die heißt Neptune, Ja, oder? ja. Und dann hat die Anja gesagt, nee, es ist ja Seegras, ne? Das ist ja das Besondere an dem. Da darfst du mal kurz erklären. Genau, das ist hier 100% Lyocell, aber das ist Sisal. Ich sage aber, weil man muss das so nennen, weil die Textilverordnungsgesetz das so sagt. Es ist aber Sisal und Sisal besteht aus Meeresalgen und Eukalyptus. Sehr nachhaltig produziert, Algen wächst sehr schnell, die kommen aus Island. Die Mineralien bleiben teilweise erhalten und wird auf der Haut übertragen. Man spürt auch, dass es sehr angenehm zu tragen ist. Ne? Super angenehm. Also für Leute mit Neurodermitis und so, das ist echt ein super Produkt. Ja, also es ist ganz und es ist dünn, weich. ne? Das ist lange gebraucht. Ne? Das sind 245 Meter auf 50 Gramm, aber gut, das sind nur 5 Knäuel. Da hast du auch dann ein großes Teil. Am Ende die Meter sind egal wie dick das Garn ist, er geht nach Meter. Ne? Ja. Was ich noch toll fand bei dem Garn, also deswegen heißt es Neptune Tea, weil es ja, Neptun war doch dieser Gott aus dem, oder? Ich glaube schon. Cut. Schneiden, Dummheit raus. nee, Neptun war, glaube ich, schon irgendwas mit mehr. So, ich glaube schon. Ich spreche lieber über Wolle und Designs. Ja. Also, nicht über die keine Mythologie der Vorfahren. Naja, also auf jeden Fall Neptune Tea. Ich habe da eine kleine Story dazu reingeschrieben. In der Anleitung lieben wir sehr. Und jetzt, Paul, hatte ich noch die Idee für Leinenblumen, meinst du nicht? Dass wir Leinenblumen, die neue. Ja, komm hier zurück. Ich komme zurück. Vielleicht. Ob man nicht das Neptune Tea auch aus der stricken könnte. Weil Also das ist von ja der auch so Maschenprobe her, also Lauflänge ja, Maschenprobe, wo ist der genau hier? Also ich habe da drauf gelesen, 27 bis 30. Und hier haben wir 27. Könnte? Könnte passen. Könnte passen. Ja. Also das ist, die Arctic Pearl ist etwas seidiger. Ja, da konnte man denken, das ist ein Maulbeerseil-Garn. Das ist super weich. Und Leinenblumen ist unser neues Garn von diesem Sommer, sehr besonders. Aus 100% GOTS-zertifizierte Leinen aus der Normandie in Frankreich. Und ist auch besonders erstmal, weil so ein Kettfaden ist, auch sehr leicht und sehr angenehm zu stricken ist. Ja? Und mit Naturfarbstoffe gefärbt ist. Und zwar eine industrielle Naturfärbung. Das ist ein Unterschied. Erstmal, weil wir im Labor testen lassen, dass es farbecht ist. Früher war es nicht möglich. Wir hatten vor vielen Jahren, habe ich mein letztes Video auch erzählt, wir hatten vor vielen Jahren ein Garn aus Milchproteinfaser gehabt. Okay. Das war vor deiner Zeit. Mais? Tambo. Mais gab es auch, aber da war so eine mit Pflanzenfärbung und hat man in die Sonne gesteckt und das war von blau auf grün, von grün. Hat sich geändert. Ja. Okay. Hat sich auch viel entwickelt. Und die Dame, die diese Färberei in Biella führt, die ist Apothekerin. Das heißt, hat das ganze Unternehmen umgewandelt in eine Naturfarbstofffärberei. Und sie benutzt so viele verschiedene Farbstoffe. Ich habe hier sogar die... Ja, gib mir mal den Schrank, zeig uns mal die Farbstoffe. Das ist hier eine Indigo-Färbung. Ja, und hier sieht man, das ist die Indigo-Pflanze. Ja, das ist ein bisschen grünlich und nicht so blau. Und wenn das Garn gefärbt wird, es ist grün. Ja? Wenn du die rausnimmst und dann mit Sauerstoff in Kontakt ist, dann ändert es sich in Blau. Das heißt, wir haben verschiedene Blau, alle sind Indigo. Wir haben unsere grüne Farbe von Leinenblumen, ist auch Indigo. Nur es geht um die Temperatur, pH-Werte von Wasser. Es spielen so viele Faktoren. Und es ist super, dass es so industriell jetzt gibt, weil es auch sehr nachhaltig ist. Ja, es sind gar keine Chemikalien Naturfaser, drin. Ne? Sonst wird auch nicht GOTS-zertifiziert. Hier, diese Färbung kommt aus dem Granatapfel. Das sind hier die Granatapfelschälchen. Die Schalen, ne? So werden, das sind eigentlich die Abfälle von der Saftproduktion, Saftproduktion zum Beispiel. Und
es wird für andere Sachen auch verwendet und hier in dem Fall, das kommt aus Südostasien. Ich muss da mal riechen. Darf ich mal riechen dran? Ja, ja, das riecht nach, Ja, das riecht einfach nach Stroh. und die Also auch, Indigo. die auch, oder? Ich habe ja auch was gelernt heute, muss ich sagen. Indigo ist eine Pflanze. Wir haben kurz noch gegoogelt, wo die wächst, Südostasien. Ja. Da wächst diese Indigo-Pflanze. Schaut halt, ist eine grüne Pflanze. Ja, Ist ein und Busch, ich sage, oder? bei Indigo kennt ihr auch, fast alle Jeanshose sind mit Indigo gefärbt. Und Indigo hat diese Eigenschaft, dass es abfärbt. Gut, bei der Jeanshose sieht ihr das auch bei der ersten Wäsche, dass etwas Farbe verliert, im Wasser wird etwas dunkler, danach nicht mehr. Ist aber auch die Hose ist teilweise heller und in der Produktion wird so gemacht, warum eine Jeanshose oben manchmal heller ist und unten oder an der Seite dunkler, die wird in der Produktion gerieben. Und da geht ein bisschen von der Indigo raus und so macht man diese verwaschenen Effekte auch. Zum Beispiel, ich war mal bei Hugo Boss und die tun das in eine Maschine rein mit der Tennisbälle und da wird dann irgendwie damit geschlagen und so kriegt man so eine verwaschene Effekt. Ja. Beim Stricken merkt ihr auch bei Indigofarben, dass es leicht abfärbt auf die Hände. Man kann da mit Wasser, ganz normale Wasser abwaschen. Es sind keine Chemikalien da. Nach dem Waschen einmal, dann hört das auf. Hört auf. Du hast schon angefangen, was zu stricken. Gestrichen, genau. Ich Hat habe abgefärbt? Maschenproben gestrickt. Bei mir hat es gar nichts abgefärbt. Ja, Deswegen war ich ja, jetzt es so kommt ein bisschen- darauf an, das kommt durch den Reibung und Schweiß. Und Sommer. Handcreme auch. Wenn du jetzt eine Handcreme hast vielleicht, dann nimmt die Farbe ein bisschen weg. Und Das wenn kann sein. das ist etwas hellere, die grüne und die dunklere, dann Ja. wird etwas mehr abfärben. Also nicht, wundert euch nicht und es ist auch keine Ja. Qualität, dass man sagt, die Nein, genau, Qualität das passt Garn nicht, ist auf jeden Fall farbecht. Ja. Da wird geprüft und da lassen wir auch prüfen. Da sind, es gibt immer so bitte verschiedene Qualitätslabel, und 5 ist die maximale und so eine Qualität dadurch eine Naturfärbung, es liegt bei 4, also fast perfekt. Ja. Deswegen, das ist keine Mängel, das Es ist ist eine ein Naturprodukt. Eigenschaft. Ja. Ne? Und Leinen ist ja auch ein Naturprodukt. Das ist ja, gibt es ja nicht so ein Mauli-Buch, wo der Leinen schlägt und dann macht er sich daraus irgendwie eine Hose oder so. Also es ist voll süß. Es ist super interessant, wenn man einfach sich mal anschaut, wie man diese Rohstoffe eigentlich nutzt, die man hat. Und die Anja sagt immer, keine Polytierchen müssen sterben für Polyamid. Der Schmarrn ist Plastik einfach. Ne? Okay. Aber dort ist super gerade. cool. Ich habe nämlich noch andere Maschenproben gemacht. Also ich habe auch so eine ganz strange Maschenprobe. Darf man die zeigen, oder hier? Ja, darfst du alles Hier zeigen. hast du ich habe hier mal Mohair angefangen. Bliss und blaue Linienblumen. Mohair Bliss, genau. Auch sehr locker probiert. gestrickt, das ist sehr schön. Ja, ja, Wie ich habe es locker- locker, aber ich wollte es nicht so locker und dann war ich nicht happy. Aber welche Nadel war hier, weißt du? Das war 4, Das ist 4. Guck mal. genau. Und hier habe ich, glaube ich, Aber dann sehr auch schön. die 4 einzeln. Was man hier ganz toll sieht, ist durch dieses Handgefärbte, seht ihr diese kleinen, Melierung. leichten, kleinen Spreckles, sag ich mal. Ja. Das sind keine Spreckles wie beim Handfärben, aber so schöne Melierung drin. Auch 4 ganz locker, da war ich auch nicht happy. Da habe ich gesagt, nee, das wollte ich nicht für mein Design, was ich im Kopf habe. Dann habe ich gehäkelt. Also, oben gehäkelt, okay. Ne? Du musst mal anfassen, das ist eine ganz andere Haptik, wenn du häkelst oder Ja, ja, strickst. das ist auch etwas härter, ne? Also so geknottet. Ja. Genau, unsere Anja hat es dann doppelt mal verstrickt mit der 5er-Nadel. Da haben wir auch ein kleines Maschenbrötchen gemacht. Könnte man auch 4,5 nehmen. Also es war auch ganz cool. Und dann war ich aber richtig happy, weil ich habe eine Designidee im Kopf, wie ich es haben will. Und dann habe ich hier bei dem hellen Garn, also bei der Farbe, Ja. habe ich Mohair Bliss dazu. Ja. Und bei den blauen Streifen habe ich dann die Linienblumen pur. Ah, okay. Ja, dass die Und trotzdem Melierung gut, nicht ja. wird. Ne, Und dass das bleibt, das genau. Und wenn die Streifen jetzt so dünn sind, dann kommt der Mohair von dem anderen drauf. Ja, und genau, und ich wollte keine Melierung und dann Genau. habe ich denke dann immer auch so ein bisschen an meine Mäuse, die es Ja. nachstricken wollen. Schau Ich mal. habe mir dann gedacht, dann gibt es vielleicht dann nicht für die Kontrastfarbe nicht das richtige Mohair Bliss in der Farbe. Und dann habe ich gesagt, eigentlich ist es doch viel leichter, die Grundfarbe machen wir Mohair Bliss, die Streifen, weil da gibt es auch so tolle Farben. Ja. Dann wirken die einfach noch klarer. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, Aber na ja, sehr schön. ein paar Streifen rein. Das ist schön, ja. Also diese Streifenfolge gefällt mir ein bisschen besser. Die ist mir ein bisschen zu eng. Also so wird was kommen für den Frühling. Mit V-Ausschnitt werde ich ganz oft gefragt. Vielleicht, wie das Video rauskommt, vielleicht schon Vielleicht gibt es schon mehr Infos dazu. mehr Infos. Ja, Vielleicht Infos hat man auf schon jeden was Fall, ob gesehen das auf Design Insta. fertig ist. Ja, genau. Ja, Ja, sehr, sehr schön auf jeden Alex, Fall. vielen, vielen Dank. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr fandet das Video auch ganz toll.
Und super viele Designs, viele kommen noch. Wir mussten gleich nochmal darüber reden, was für alle noch Designs wir zusammen machen werden. Genau. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, auch Sinchens. Gerne. Und ja, schreibt in den Kommentaren, was hat euch gut gefallen, welche Garne, welche Designs eure Lieblings waren. Und, Oder ja. auch was vermisst wird, vielleicht mal. Haben Ja. wir auch ein paar Ideen sammeln aus eurer, Ja. eurer Community, aus unserer Community. So. Und Was wünscht wir- ihr euch von Paul? Was muss der Paul machen für uns? Und für mich auch interessant zu wissen, weil das Linienblumen ist ein neues Garn, Ja. wenn ihr schon Linienblumen bei euch habt. Ich möchte gerne eure Erfahrung hören. Gefällt euch lieber doppelt, lieber als einzeln oder mit einem Beilaufgarn? Welche Beilaufgarn? Wir haben schon ein Video gedreht über Linienblumen. Wir haben schon einige Kombis gemacht, aber nicht alle, klar. Wir haben mit Mohair schon probiert, Mohair Bliss. Mit Manara haben wir probiert, mit Suave, auch eine super Kombi. Aber dann habe ich auch ein paar Designerinnen, die sich entschieden haben, auch ein Design mit Artie Pearl zu kombinieren. Ja, Artie Pearl und die zusammen. So zusammen, ist cool. Ich habe noch nicht gesehen, ich weiß nur, dass sowas kommt. Und, aber es gibt, bei den Kombis kann man so viele Kombis erstellen. Also das, vielleicht schreibt ihr auch in den Kommentaren. Vielen Dank. Danke Und wir euch. sehen uns in 2 Wochen wieder. Nächstes Mal leider ohne Alex, aber da bin ich auf jeden Fall. Der Paul ist bei euch. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.